Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und bist die mächtigste Frau der Welt. Du regierst über eines der größten Imperien der Geschichte. Und dein Name ist untrennbar mit dem des mächtigsten Mannes jener Zeit verbunden: Kaiser Justinian. Doch was wäre, wenn dein Weg an die Spitze nicht über Paläste, sondern über die dunklen Gassen einer Stadt, über die Bühne eines Theaters oder gar über das Leben einer Prostituierten geführt hätte? Das ist die Geschichte von Theodora. Eine Frau, die aus der tiefsten Armut aufstieg und zur Kaiserin des Oströmischen Reiches wurde. Aber wie hat sie das geschafft? Wie konnte eine Frau, die möglicherweise als Prostituierte gearbeitet hatte, zur mächtigsten Frau in Byzanz werden? War es nur ihre Schönheit, die sie nach oben brachte? Oder steckte mehr dahinter? Heute tauchen wir tief ein in das Leben dieser faszinierenden historischen Figur. Wir werden nicht nur über ihren skandalösen Ruf sprechen, sondern auch darüber, wie sie als eine der ersten Frauen ihrer Zeit Gesetze zum Schutz der Frauenrechte einführte. Eine Frau, die über den Untergang ihres Reiches wachte, als ihr Ehemann floh. Eine Frau, die von der Gesellschaft verachtet, aber auch heimlich bewundert wurde. Hatte Theodora das Zeug zur Kaiserin oder war sie nur eine Manipulatorin, die geschickt die Macht hinter dem Thron nutzte? Und welche Rolle spielte ihre umstrittene Vergangenheit wirklich? Konnte sie diese jemals vollständig abschütteln oder war sie für immer als die Hure, die Kaiserin wurde, gebrandmarkt? Bleib dran, denn diese Geschichte ist alles andere als gewöhnlich. Wenn du jetzt schon neugierig bist, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine zukünftigen Geschichten zu verpassen. Theodora kam um das Jahr 500 nach Christus in der pulsierenden Metropole Konstantinopel zur Welt. Doch sie wuchs nicht in den prachtvollen Palästen der Stadt auf. Im Gegenteil, ihre Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen. Ihr Vater, Akakios, war ein einfacher Bärendompteur im Hippodrom, der großen Arena, in der wilde Tierspiele und Wagenrennen das Volk unterhielten. Ihre Mutter war Tänzerin, ein Beruf, der in jener Zeit keine Ehre versprach. Das Leben der Familie war hart, aber stabil bis zu dem Tag, als Akakios starb und Theodoras Welt zusammenbrach. Der Tod des Vaters stürzte die Familie in Armut. Ohne den Verdienst des Vaters stand Theodoras Mutter plötzlich vor der existenziellen Frage, wie sie ihre 3 Töchter ernähren sollte. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an die Blauen, eine der rivalisierenden Zirkusfraktionen im Hippodrom, die ihr Ehemann einst unterstützt hatte. Doch die Hilfe blieb aus. Um ihre Familie vor dem Hungertod zu bewahren, entschloss sie sich, ihre Töchter als Schauspielerinnen und Tänzerinnen auf der Bühne des Hippodroms auftreten zu lassen. Berufe, die damals eng mit Prostitution verbunden waren. In der römischen Gesellschaft wurden Schauspielerinnen nicht nur als Unterhalterinnen betrachtet, sondern oft auch als verfügbare Frauen. Theodora, noch ein Kind, trat bald in die Fußstapfen ihrer älteren Schwester und fand sich in einer Welt wieder, in der sie von der Gesellschaft verachtet wurde. Doch bereits in dieser düsteren Phase ihres Lebens begann sie, die Weichen für ihren späteren Aufstieg zu stellen. Wie konnte eine Frau, die in solch prekären Verhältnissen aufwuchs, den Weg bis an die Spitze des mächtigsten Reiches der Welt finden? In ihrer Jugend arbeitete Theodora als Schauspielerin und trat in den Arenen von Konstantinopel auf. Doch der Beruf einer Schauspielerin war in der damaligen Zeit weit weniger glamourös, als man es sich vielleicht vorstellt. Schauspielerinnen gehörten zu den untersten Schichten der Gesellschaft. Viele mussten, um finanziell überleben zu können, neben ihren Bühnenauftritten auch sexuelle Dienstleistungen anbieten. Die Grenze zwischen Schauspielerei und Prostitution war oft fließend. Und genau in dieser Welt versuchte Theodora ihren Platz zu finden. Eine der wichtigsten Quellen, die über diese Zeit berichtet, ist der Historiker Prokopios von Caesarea. In seiner berüchtigten geheimen Geschichte beschreibt er Theodora in düsteren Farben. Er behauptet, sie habe sich als Prostituierte verdingt und in den Theatern nicht nur als Tänzerin, sondern auch als Liebesdienerin gearbeitet. Prokopios geht sogar so weit, von obszönen Auftritten zu berichten, bei denen Theodora sich öffentlich zur Schau stellte, um das Publikum zu unterhalten und mehr. Doch wie zuverlässig sind diese Berichte? Viele Historiker bezweifeln die Objektivität von Prokopios. Es ist bekannt, dass er Theodora und Justinian kritisch gegenüberstand und möglicherweise versuchte, ihre Ehre zu beschmutzen. Es gibt Hinweise darauf, dass Prokopios ihre Vergangenheit absichtlich übertrieben darstellte, um sie zu diskreditieren. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass Theodora in einer Gesellschaft lebte, die wenig Möglichkeiten für Frauen wie sie bot. War Theodora wirklich eine Prostituierte? Oder wurde sie nur von ihren Feinden in ein schlechtes Licht gerückt? Und welche Rolle spielte diese Vergangenheit für ihren späteren Aufstieg? Nach Jahren in der rauen Welt der Schauspielerei und Unterhaltung in Konstantinopel schien sich Theodoras Schicksal zu wenden.
Sie lernte einen hochrangigen Beamten namens Hezebolus kennen, der als Gouverneur nach Nordafrika entsandt wurde. Für Theodora war dies die Chance, ihrem schwierigen Leben in Konstantinopel zu entkommen und einen Neubeginn zu wagen. Ohne zu zögern entschloss sie sich, mit ihm zu reisen, in der Hoffnung, dass diese Beziehung sie aus den niedrigen Schichten der Gesellschaft befreien könnte. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Nach ihrer Ankunft in Nordafrika geriet die Beziehung schnell in eine Krise. Hezebolus, der zunächst von Theodoras Schönheit und Charme beeindruckt war, verließ sie plötzlich und ohne Vorwarnung. Theodora fand sich wieder allein in einem fremden Land, ohne Unterstützung und ohne die erhoffte Sicherheit. Erneut musste sie sich auf das verlassen, was sie am besten konnte, um zu überleben. Doch diesmal war es anders. Diese Reise, die zunächst wie eine Flucht aus ihrem alten Leben schien, wurde zu einem entscheidenden Wendepunkt für Theodora. Sie machte auf ihrem Rückweg Halt in Ägypten und schließlich in Antiochia, wo sie bedeutende religiöse und intellektuelle Persönlichkeiten traf. Besonders die Lehren des Monophysitismus, einer christlichen Glaubensrichtung, die von der römischen Orthodoxie abwich, beeindruckten sie zutiefst. Diese spirituelle Begegnung führte zu einer tiefen Transformation in Theodoras Leben. Sie begann, die Oberflächlichkeit ihrer früheren Existenz abzulegen und entwickelte eine neue innere Stärke und Überzeugung. Wie hat diese einsame Reise durch Nordafrika Theodora geformt? War es die Herausforderung, die sie stärker machte, oder ein unvermeidliches Schicksal? Nachdem Theodora ihre prägende Reise durch Nordafrika hinter sich gelassen hatte, kehrte sie um das Jahr 520 nach Konstantinopel zurück. Doch sie war nicht mehr dieselbe Frau. Die spirituelle Erneuerung, die sie in Ägypten und Antiochia erfahren hatte, veränderte nicht nur ihren Glauben, sondern auch ihre Einstellung zum Leben. Sie begann, ihre Vergangenheit als Schauspielerin und mögliche Prostituierte hinter sich zu lassen und sich als eine neue, kluge und fromme Frau zu präsentieren. Zurück in Konstantinopel führte sie zunächst ein zurückgezogenes Leben, widmete sich der Religion und dem Studium. Doch ihre Schönheit und Ausstrahlung blieben nicht lange unbemerkt. Bald schon erregte sie die Aufmerksamkeit des mächtigsten Mannes im Oströmischen Reich, Justinian, dem Neffen des amtierenden Kaisers Justin. Justinian war fasziniert von Theodoras Intelligenz, ihrem scharfen Verstand und ihrer inneren Stärke. Trotz ihrer umstrittenen Vergangenheit verliebte er sich in sie. Die Beziehung der beiden war jedoch von Anfang an nicht ohne Hindernisse. Ein Gesetz, das bereits unter Kaiser Konstantin eingeführt worden war, verbot es hohen Beamten, Schauspielerinnen zu heiraten. Ein klarer Versuch, die soziale Ordnung zu wahren. Doch Justinian ließ sich davon nicht abschrecken. Entschlossen, Theodora zu seiner Frau zu machen, überredete er seinen Onkel, das Gesetz zu ändern. Schließlich, im Jahr 525, wurde die Hochzeit zwischen Justinian und Theodora gefeiert. Ein entscheidender Wendepunkt nicht nur für sie, sondern auch für das gesamte Reich. Was hat Justinian in Theodora gesehen, dass er bereit war, für sie Gesetze zu ändern und seine politische Zukunft zu riskieren? Mit ihrer Heirat im Jahr 525 war Theodora nicht einfach nur Kaiserin geworden. Sie war eine politische Macht, die das Oströmische Reich nachhaltig beeinflussen sollte. Justinian vertraute ihr nicht nur blind, sondern betrachtete sie als seine wichtigste Beraterin. Theodora war an den meisten wichtigen Entscheidungen beteiligt. Oft agierte sie im Hintergrund und lenkte die Geschicke des Reiches, während ihr Ehemann an der Spitze stand. Ein bedeutendes Beispiel für ihren Einfluss war ihre Rolle während der Nika-Aufstände im Jahr 532. Bei diesen blutigen Revolten, die das Reich fast an den Rand des Zusammenbruchs brachten, hatte Justinian bereits überlegt, die Stadt zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Doch es war Theodora, die mit ihrer legendären Rede, in der sie sagte: „Königspurpur ist das edelste Leichentuch", den Kaiser davon überzeugte, zu bleiben und zu kämpfen. Mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Mut konnte sie die Revolte niederschlagen und so das Reich retten. Theodora war jedoch nicht nur in Krisensituationen eine zentrale Figur. Sie setzte sich insbesondere für die Rechte der Frauen ein und führte Gesetze ein, die Frauen vor Gewalt und Zwangsprostitution schützten. Unter ihrer Führung wurden Entführungen und Vergewaltigungen mit der Todesstrafe belegt. Auch im Bereich des Ehe- und Scheidungsrechts brachte sie Reformen ein, die Frauen mehr Schutz und Rechte gewährten. War Theodora mehr als nur eine loyale Beraterin? Könnte sie hinter den Kulissen die wahre Herrscherin des Oströmischen Reiches gewesen sein? Trotz ihrer umstrittenen Vergangenheit als Schauspielerin und möglicherweise Prostituierte hinterließ Theodora ein Vermächtnis, das sie als eine der mächtigsten Frauen der byzantinischen Geschichte in Erinnerung behalten sollte. Als Kaiserin nutzte sie ihre Position nicht nur, um an der Seite von Justinian zu regieren, sondern auch, um tiefgreifende gesellschaftliche Reformen durchzusetzen.
Besonders im Bereich der Frauenrechte hat Theodora Spuren hinterlassen, die weit über ihre Zeit hinausreichten. Ihre Vergangenheit blieb jedoch immer ein Gesprächsthema. Viele ihrer Gegner nutzten ihre niedrigen Ursprünge und ihre angebliche Tätigkeit als Prostituierte, um ihre Ehre und ihren Einfluss zu untergraben. Doch Theodora schien sich nie von diesen Angriffen beirren zu lassen. Im Gegenteil, sie machte es sich zur Aufgabe, den Frauen des Reiches ein besseres Leben zu ermöglichen. Durch ihre Reformen wurde die Zwangsprostitution illegal. Frauen erhielten das Recht auf Eigentum und wurden vor Gewalt besser geschützt. Besonders ihre Gesetze, die Vergewaltigung und Entführung mit der Todesstrafe belegten, waren revolutionär für diese Zeit. Nach ihrem Tod im Jahr 548 blieb ihr Vermächtnis erhalten. Justinian, der bis zu ihrem Tod an ihrer Seite geblieben war, ehrte sie weiterhin, indem er ihre Reformen weiterführte und sie zu einer zentralen Säule seiner Politik machte. Die byzantinische Gesellschaft war durch Theodoras Einfluss nachhaltig verändert. Wie konnte eine Frau, die aus den ärmsten Schichten der Gesellschaft stammte, trotz all dieser Hindernisse zur Reformerin und Kaiserin aufsteigen? Theodora war mehr als nur eine Kaiserin. Sie war eine Frau, die gegen alle gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit aufstand und die Geschichte des Oströmischen Reiches auf ihre Weise prägte. Von den schmutzigen Straßen Konstantinopels und den Theatern des Hippodroms bis hin zu den prunkvollen Hallen des Kaiserpalasts. Ihr Leben war eine unglaubliche Reise voller Hindernisse, Rückschläge und unvorstellbarer Triumphe. Aber was hat sie letztendlich an die Spitze gebracht? War es reiner Zufall? Oder war es ihre unerschütterliche Entschlossenheit, die sie dazu antrieb, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen? Theodora hat nicht nur ihren eigenen Weg aus der Dunkelheit ins Licht gefunden, sondern auch den Mut besessen, das Leben anderer Frauen zu verbessern. Ihre Reformen waren wegweisend und schützten Frauen vor Unterdrückung und Gewalt. In einer Welt, die von Männern dominiert wurde, hat sie sich nicht nur einen Platz erkämpft, sondern auch die Regeln verändert. Die Frau, die einst in Armut lebte und vielleicht zur Prostitution gezwungen war, wurde zu einer der mächtigsten Stimmen für die Rechte der Frauen ihrer Zeit. Doch die Frage bleibt, war Theodora wirklich eine Reformerin aus tiefster Überzeugung? Oder hat sie ihre Vergangenheit einfach nie vergessen und wollte verhindern, dass andere Frauen dasselbe Schicksal erleiden? Am Ende lässt uns Theodora mit einem Vermächtnis zurück, das gleichermaßen bewundert wie kontrovers ist. Was denkst du? War Theodora eine Heldin, eine geschickte Manipulatorin oder einfach eine Frau, die das Beste aus dem gemacht hat, was das Leben ihr bot? Schreib es uns in die Kommentare und lass uns deine Meinung wissen. Wenn dir diese faszinierende Geschichte gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir haben noch viele weitere spannende Geschichten für dich.